Wenn du deinem Feind wirklich schaden willst, dann schlage so hart zu, dass er es nie wieder wagt, an Rache zu denken. Menschen vergessen den Tod ihrer Angehörigen, aber sie vergessen niemals den Verlust ihres Besitzes. Du musst gut erscheinen, aber gut sein musst du nicht. Denn Menschen schauen nicht auf Absichten, sondern auf das Ergebnis. Wenn du gewinnst, erscheint selbst Täuschung wie Tugend. Diese Worte stammen nicht aus einem Film, auch nicht von einem Verbrecher. Sie wurden vor 500 Jahren in Italien geschrieben, von einem einfachen Beamten aus Florenz. Der Name des Buches: Der Fürst. Als es geschrieben wurde, gab es Italien noch nicht. Das Land, das wir heute kennen, war noch nicht geboren. Die Halbinsel war zersplittert. Stadtstaat gegen Stadtstaat. Florenz, Mailand, Venedig, Neapel, der Kirchenstaat. Jeder mit eigenen Gesetzen, eigenen Steuern, eigener Armee. Reich, aber zerbrechlich. Jahrhundertelang nannte man dieses Buch das Buch des Teufels. Man verbot es. Man verbrannte es auf öffentlichen Plätzen. Denn es erzählte keine geschönten Lügen. Es zeigte die blutige Realität hinter der Macht. Die Kirche erklärte es zum Schatten des Teufels. Und doch, Könige, Diktatoren und Politiker lasen es heimlich weiter. Machiavelli hat nichts erfunden. Er schrieb in einer Zeit, in der Freund und Feind kaum zu unterscheiden waren, in der Loyalität gekauft wurde und Wahrheit keinen Wert hatte. In einem Brief an Lorenzo de' Medici beschreibt er sich selbst: Um die Ebene zu sehen, muss man auf den Berg steigen. Um den Berg zu sehen, muss man in die Ebene hinabsteigen. Um das Volk zu verstehen, muss man Fürst sein. Um den Fürsten zu verstehen, muss man zum Volk gehören. Und dann sagt er: Ich bin kein Fürst, ich stehe in der Ebene. Ich sehe das Spiel da oben klarer als ihr. Der Fürst beginnt nicht wie ein Manifest. Er beginnt wie eine Diagnose, wie ein Chirurg, der zuerst die Krankheit erkennt, denn ohne Diagnose gibt es keine Heilung. Staaten sind entweder Republiken oder Fürstentümer. In Republiken regiert das Volk durch Vertreter, in Fürstentümern entscheidet der Wille eines Einzelnen, und Fürstentümer sind entweder erblich oder neu erobert. Das Problem beginnt beim Neuen, denn Menschen halten fest an dem, was sie kennen, aber wenn eine neue Ordnung kommt, verändert sich alles: Steuern, Macht, Privilegien. Die Alten verlieren und warten auf Rache. Deshalb ist die gefährlichste Aufgabe in der Politik, eine neue Ordnung zu schaffen. 1498, Florenz. Ein junger Mann wird zum zweiten Kanzler ernannt, nicht reich, nicht adelig, aber wachsam. Machiavelli. 14 Jahre lang sitzt er an diesem Tisch und sieht die Wahrheit. Der Staat wirkt von außen stark, aber innen ist er voller Lügen, Korruption, Angst, Unfähigkeit, eine knarrende Maschine. Doch die härteste Lektion lernt er woanders, auf einem Platz, zwischen Rauch und Asche. Girolamo Savonarola, ein Mönch. 4 Jahre lang herrscht er über Florenz, ohne Armee, ohne Polizei, ohne Macht im klassischen Sinn, nur mit Glauben, mit Worten, mit Moral. Die Menschen folgen ihm, verbrennen ihren Besitz, nennen ihn einen Propheten. Dann kommt der Papst, ein Ultimatum. Schweigt ihn, oder die Stadt wird verbannt. Und plötzlich entscheidet nicht der Glaube, sondern das Geld. Die Menschen wenden sich ab. Savonarola wird gehängt, verbrannt, seine Asche in den Fluss geworfen. Machiavelli steht dort und versteht: Alle unbewaffneten Propheten gehen zugrunde, die Bewaffneten überleben. Und noch etwas: Eine neue Ordnung ist das Gefährlichste, was man tun kann, denn die, die verlieren, sind sicher, wütend und bereit. Die gewinnen könnten, sind unsicher, zögerlich, und Angst ist stärker als Hoffnung. Deshalb bleibt am Ende oft nur eines: Macht, Pisa, der Zugang zum Meer. Florenz braucht es, Krieg beginnt, aber Florenz kämpft nicht selbst. Es bezahlt andere, Söldner, Vitelli. Die Mauern sind gefallen, der Sieg ist nah. Und dann zieht er sich zurück. Warum? Weil ein beendeter Krieg sein Einkommen beendet. Machiavelli versteht: Ein Söldner kämpft nicht für dich, er lebt nicht für dich und er stirbt nicht für dich. Er arbeitet für Geld und verkauft dich, wenn es sich lohnt. Noch gefährlicher sind fremde Armeen, denn sie gehören nicht dir. Ein Sieg mit fremden Waffen gehört nicht dir. Du lebst nur in ihrem Schatten.
In Frankreich erkennt er die nächste Wahrheit. Nicht Recht entscheidet, sondern Macht. Wenn du schwach bist, hat dein Wort kein Gewicht. Und noch eine Regel: Wer andere stark macht, bereitet seinen eigenen Untergang vor. Denn Macht kennt keine Dankbarkeit.